Unerfüllter Kinderwunsch bei Frauenpaaren. Heute brechen wir mit dem Tabu. Mein Name ist Eva Lercher. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, arbeite mit homo- und heterosexuellen Paaren mit Kinderwunsch und war selbst Betroffene eines ziemlich steinigen Kinderwunschweges. Heute sprechen wir über Themen, die viel zu selten angesprochen werden und schauen uns Vorurteile gegenüber dem Kinderwunsch von Frauenpaaren an. Wir fragen uns aber auch, wie geht es dir damit und was kannst du tun, um dich leichter durch die stürmische See des Kinderwunsches zu manövrieren? Gerade bei Frauenpaaren gibt es sehr hohe Erwartungen, dass es relativ schnell klappen soll, ein Kind zu bekommen. Denn es kann ja nicht einfach so passieren. Man braucht einen Plan. Ist es deswegen leichter, wenn es nicht gleich klappt? Oder ist es deswegen leichter, sich überhaupt auf den Kinderwunsch einzustellen? Meine Antwort ist nein, ist es nicht. Denn genau dieser Plan schürt relativ schnell hohe Erwartungen und macht Druck. Ja, er bringt auch Vorfreude. Eine Vorfreude, die sich richtig gut anfühlen kann. Jedoch diese Vorfreude weicht sehr, sehr schnell einer Ernüchterung, wenn es nicht sofort klappt. Wie du leichter mit diesem Druck, der Ernüchterung und möglicherweise auch der fehlenden Vorfreude umgehen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Jetzt kriegen die auch noch Kinder. Diesen Satz habe ich schon sehr, sehr häufig gehört, wenn es um den Kinderwunsch von homosexuellen Paaren ging. Ja, die kriegen jetzt auch noch Kinder. Aber was, wenn nicht? Was, wenn es nicht so klappt, wie man es sich vorgenommen hat? Was, wenn es nicht dann klappt, wann es am besten in den Plan passt? Was passiert dann mit dir? Was passiert dann mit euch? Und was passiert mit eurer Vorfreude auf euer Kind? Bei wenig Themen ist man so unverhofft, unverblümt und häufig mit Meinungen anderer Personen konfrontiert, wie wenn es um Kinder bekommen und Kinder haben geht. Dein Uterus ist plötzlich ein Gesellschaftsthema. In eurem Fall sogar doppelt. Dann heißt es schnell mal, es klappt nicht. Wieso wechselt ihr dann nicht einfach? Warum bekommt nicht deine Frau das Kind? Oder ihr habt doch doppelte Chancen und ihr seid immer noch nicht schwanger? Das macht immensen Druck. Nicht nur dir gegenüber, sondern auch deiner Partnerinnenschaft gegenüber und auch, wie du dich in der Gesellschaft bewegen kannst. Dieser Druck führt dazu, dass schnell alles hinterfragt wird. Du beginnst dich zu hinterfragen. Als Frau, deine Rolle als die Bauchmama und auch deine Partnerinnenschaft. Zusätzlich dazu kommt, dass es gerade, wenn es nicht einfach so passieren kann, auch einen finanziellen Druck gibt. Möglicherweise seid ihr in Behandlung und die finanziellen Mittel gehen euch aus. Na wunderbar, noch ein Druck mehr. Was kannst du tun, um diesem Druck standzuhalten oder ihn möglicherweise zu minimieren? Meine Tipps für euch sind in erster Linie oder zuerst einmal Entspannung. Entspannt euch. Entspannt dich. Nicht, weil ich sage, nur entspannte Paare können Kinder bekommen. Nein, sondern weil es euch zusteht, euch auch zu entspannen. Möglicherweise auch die Vorfreude wieder zurückzuholen. Tu dir etwas Gutes. Tu etwas, das du nicht mehr tun kannst, wenn du schwanger bist oder ein Baby zu Hause hast. Du möchtest alleine für ein Wochenende wegfahren? Mach das. Oder ein Wellness-Trip mit deinen Freundinnen? Nur zu. Möglicherweise möchtest du an einer Weinverkostung teilnehmen. Ja, na klar, jetzt geht das noch. Oder auch nur ein Sonntag im Bett? Ja, mach das. Wann kann man mit Baby einen Sonntag im Bett verbringen? Mein zweiter Tipp ist auch, dass ihr euch als Paar eine Auszeit nehmt. Nehmt euch Zeit als Paar abseits des Kinderwunsches. Was stärkt euch? Was verbindet euch? Macht vielleicht einen gemeinsamen Trip oder unternehmt gemeinsam etwas. Etwas, das ihr schon länger nicht mehr gemacht habt und das ihr nicht machen könnt, wenn ihr ein Baby habt. Und habt spontanen Sex, denn das ist mit Baby fast unmöglich. Ein weiterer Tipp ist, dass ihr euch die Zeit nehmt, zu trauern. Viele meiner Klienten und Klientinnen sind der Meinung, dass es keinen Grund gibt, richtig traurig zu sein. Denn es ist ja nur ein unerfüllter Wunsch, nur eine Zugabe zum eh schon guten Leben. Aber nein, es ist viel mehr als das.
Ein unerfüllter Kinderwunsch stellt alles in Frage und ist omnipräsent. Deswegen ist es in Ordnung, traurig zu sein, verzweifelt zu sein, wütend zu sein oder auch enttäuscht. Nehmt euch die Zeit auch für diese Emotionen. Mein Tipp ist, sich diese Zeit wirklich bewusst einzuplanen, diese negativen Emotionen zuzulassen und sie dann aber auch wieder nach der Zeit gehen zu lassen. Ein weiterer Punkt betrifft dich als die das Baby austragen möchte. Deine Rolle, vor allem deine Rolle als Frau. Ich weiß selbst ganz genau, wie schnell man sein eigenes Frausein in Frage stellt, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht so klappt, wie man es sich vorstellt. Wenn es vielleicht dauert, dann wird in Frage gestellt, ob man Frau genug ist. Ich bitte dich, komm wieder mit deiner Weiblichkeit und deinem Frausein in Verbindung. Schaff dir eine ruhige Atmosphäre und kitzel aus dir heraus, was alles noch mehr Frausein ist als ein Kinderwunsch. In welchen deiner Lebensbereiche bist du Frau? Was macht Frausein aus? Was bedeutet Frausein für dich? Was ist deine Weiblichkeit? Wo und wie fühlst du dich sinnlich? Und in welchen deiner Lebensbereiche bist du Frau und bist gerne Frau? Das sind Themen, die man auch wunderbar mit einer neutralen Person erarbeiten kann und vertiefen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass psychologische Beratung und Begleitung bei unerfülltem Kinderwunsch sehr viel Gutes bringen kann. Du hast die Möglichkeit, dich dort mit einer neutralen Person auszutauschen. Die muss dich nicht rechtfertigen. Du kannst deinen Gefühlen freien Lauf lassen, ohne bewertet zu werden, ohne dir andere Meinungen anzuhören und ohne noch mehr Druck aufbauen zu lassen. Zusätzlich dazu kannst du Methoden erlernen, wie du Kommentare besser abgrenzen kannst. Möglicherweise auch, wie du besser entspannen kannst und bei dir bleiben kannst, bei euch bleiben kannst und dich und euch als Paar stärken kannst. Zusätzlich dazu gibt es auch noch die Möglichkeit, deinen Zyklus zu tracken, zum Beispiel mit Breathe ILO.